Vor ein paar Monaten habe ich meine Arbeit verloren. Ich konnte meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich hatte niemanden, der mir helfen konnte. Deshalb habe ich auch meine Wohnung verloren. Seitdem lebe ich draußen auf der Straße. Es geht mir momentan nicht gut. Ich habe leider kein Geld mehr. Und ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Und mir etwas Geld geben, damit ich Essen kaufen kann. Oh, da kommt jemand in meine Richtung. Es ist unangenehm für mich, aber ich werde Sie nach Geld fragen. Hallo, kann ich Sie kurz etwas fragen? Ja, bitte? Es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich habe eine Bitte. Was möchten Sie gerne wissen oder haben? Könnten Sie mir bitte etwas Kleingeld geben? Ich möchte mir etwas zu essen kaufen. Nein, ich werde Ihnen nichts geben. Finden Sie es nicht unangenehm, andere Leute um Geld zu bitten? Ja, finde ich auch. Aber ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Und habe kein Geld mehr. Könnten Sie mir bitte nur 5 Euro geben? Ich habe gerade keine Zeit. Ich gehe zur Arbeit. Sie sollten auch arbeiten gehen. Ich werde Ihnen nichts schenken. Und warum sehen Sie so aus? Sie riechen auch sehr unangenehm. Ich bin obdachlos und habe keine Dusche. Ich weiß, dass ich ungepflegt aussehe. Deshalb will mich niemand einstellen. Ich möchte aber gerne arbeiten, damit ich mir eine Wohnung mieten kann. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag. Oh nein, jetzt fühle ich mich schlechter. Ich denke, ich lege mich auf die Bank im Park und versuche zu schlafen. Vielleicht kommt jemand vorbei, der mir hilft. Ich bleibe positiv und gebe nicht auf. Hallo, warum liegst du hier? Geht es dir gut? Wie bitte? Sprichst du mit mir? Ja, ist alles okay bei dir? Nein, leider nicht. Ich fühle mich nicht gut. Oh nein, was ist passiert? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe starken Hunger. Ich habe kein Geld mehr und kann deshalb nichts zu essen kaufen. Es ist schon 3 Tage her, seitdem ich das letzte Mal gegessen habe. Es wird immer schwieriger für mich. Und niemand scheint mir zu helfen. Ich bin ratlos, was ich tun soll. Es tut mir leid zu hören, was dir passiert ist. Ich habe aber einen Vorschlag. Gleich um die Ecke ist ein McDonald's. Magst du McDonald's? Übrigens, ich bin Marlene. Es freut mich, dich kennenzulernen, Marlene. Ich bin Simon. Ja, ich mag McDonald's. Aber ich habe seit vielen Jahren nicht mehr dort gegessen. Ich habe nicht genug Geld dafür. Dann denke ich, es ist jetzt an der Zeit. Ich esse sehr gerne bei McDonald's. Komm, lass uns zusammen hingehen. Ich esse nicht gerne alleine. Ich bezahle für dich. Wirklich? Du zahlst für mich und möchtest mit mir zusammen sein, obwohl ich ungepflegt aussehe? Ja, Simon, das ist mir egal, wie du aussiehst. Jeder verdient eine gute Mahlzeit und Gesellschaft. Ich möchte dir gerne helfen. Das ist wirklich nett von dir. Aber ich möchte nicht, dass du dein Geld für mich ausgibst. Ich bin obdachlos und habe keine Arbeit.
Simon, es ist mir wichtig, dass du heute eine warme Mahlzeit bekommst. Und es ist okay, wenn du gerade keine Arbeit hast. Wir können uns unterhalten und vielleicht eine Möglichkeit finden, wie ich dir helfen kann. Ich bin wirklich gerührt von deinem Angebot. Aber warum möchtest du mir helfen? Du kennst mich doch gar nicht. Manchmal reicht es aus, einander zu helfen, um ein Lächeln auf das Gesicht eines anderen zu zaubern. Ich möchte einfach Gutes tun, wenn ich kann. Du bist nicht alleine, Simon. Jeder Mensch hat Wert und verdient Respekt. Ich sehe dich und möchte dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Vielen Dank, Marlene. Kein Problem, Simon. Lass uns zum McDonald's gehen und gemeinsam eine Mahlzeit genießen. Dann können wir weiter darüber sprechen, wie ich dir helfen kann. Da sind wir. Also, Simon, was möchtest du bestellen? Ich denke, ich nehme einen Hamburger und eine kleine Pommes. Das klingt gut. Ich nehme einen Cheeseburger und eine Cola. Wie versprochen, zahle ich für uns beide. Das ist wirklich großzügig von dir, Marlene. Ich bin dir so dankbar. Sehr gerne, Simon. Ich möchte, dass du dich heute satt essen kannst. Jetzt erzähl mir mehr über deine Situation. Wie bist du obdachlos geworden? Es begann vor ein paar Monaten. Ich habe meinen Job verloren und konnte meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich hatte niemanden, der mir helfen konnte. Also habe ich meine Wohnung verloren. Seitdem lebe ich auf der Straße. Das klingt wirklich schwierig. Ich kann mir vorstellen, wie hart das für dich gewesen sein muss. Es war eine harte Zeit, das stimmt. Aber ich habe gelernt, mit den Herausforderungen umzugehen. Ich versuche, tagsüber irgendwo Unterschlupf zu finden. Und manchmal finde ich Gelegenheitsjobs, um ein wenig Geld zu verdienen. Das zeigt, wie stark du bist, Simon. Es ist beeindruckend, wie du trotz der Widrigkeiten versuchst, das Beste aus der Situation zu machen. Danke, Marlene, es ist nicht leicht, aber ich gebe nicht auf. Ich träume immer noch von einem Neuanfang, einem Dach über dem Kopf und einer stabilen Arbeit. Ich bewundere deine Einstellung. Du verdienst eine Chance, dein Leben wieder aufzubauen. Vielleicht können wir gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, wie ich dich unterstützen kann. Das ist wirklich nett von dir, Marlene. Es bedeutet mir viel, dass du mir zuhörst und helfen möchtest. Wir könnten vielleicht nach Organisationen oder Hilfsprogrammen suchen, die Menschen in deiner Situation unterstützen. Es gibt sicherlich Ressourcen, die dir helfen könnten, wieder auf die Beine zu kommen. Das wäre großartig. Ich habe zwar versucht, Unterstützung zu finden, aber es ist manchmal schwer, den richtigen Weg zu finden. Keine Sorge, ich werde mich informieren und dir dabei helfen. Niemand sollte alleine kämpfen müssen. Das berührt mich wirklich. Es ist so lange her,
seit jemand so freundlich zu mir war. Jeder verdient Freundlichkeit und Unterstützung, Simon. Wir alle haben unsere Herausforderungen, und es ist wichtig, füreinander da zu sein. Du hast recht, Marlene. Es ist leicht zu vergessen, dass es noch gute Menschen gibt, wenn man so lange auf der Straße gelebt hat. Lass uns gemeinsam nach Lösungen suchen, Simon. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Möglichkeiten finden können, um deine Situation zu verbessern. Ich schätze das wirklich. Es fühlt sich an, als würde sich eine Tür öffnen, die lange Zeit verschlossen war. Ich bin froh, dass ich dir helfen kann, Simon. Du bist nicht alleine in dieser Situation. Was ist die Antwort? Ich möchte gerne helfen. A. Dich. B. Du. C. Dir. Schreibt eure Antwort jetzt unten in die Kommentare. Viel Glück!